Hallo allerseits und willkommen zu meinem Quarantine Challenge Video, in dem ich euch meine Werkstatt mal ein bisschen näher zeigen möchte. Bei dieser Challenge haben ja schon einige Modellbauer hier auf YouTube mitgemacht und jetzt bin ich an der Reihe, denn ich wurde gleich zweimal nominiert, einmal vom Shane Smith und zum anderen von Hollywood Modeling. Bevor wir aber mit dem Rundgang durch die Werkstatt hier beginnen, möchte ich noch kurz was dazu sagen, wie ich jetzt gerade mit dieser Situation mit dem Coronavirus umgehe, nachdem ja da auch einige Zuschauer schon danach gefragt hatten. Also insgesamt macht mir das eigentlich wenig zu schaffen. Mein Tagesablauf ist eigentlich nahezu unverändert. Ich gehe sowieso nicht so gern unter Leute und wenn ich dann etwas mehr zu Hause bleiben soll, dann ist das vollkommen okay für mich. Ich habe ja auch ein Hobby, was das Ganze auch erträglich macht, würde ich mal sagen. Ich gehe auch nach wie vor noch ganz normal in die Arbeit. Ich habe einen Beruf, wo jetzt Homeoffice überhaupt keine Option ist. Wenn man halt einfach was herstellt, dann muss man halt einfach an der Werkbank sitzen. Es hilft halt einfach nichts. Kurzarbeit ist auch keine angemeldet gegenwärtig. Kann aber noch kommen, das weiß man einfach nicht. Und das wird mich genauso hart treffen, glaube ich, wie jeden anderen, der jetzt im Moment schon sich damit auseinandersetzen muss. Weniger Geld auf dem Konto zu haben, ist einfach sehr unangenehm. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Jedenfalls wünsche ich euch allen, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Gut, dann fangen wir mal mit dem Rundgang durch die Werkstatt an. Zuallererst ist mal zu sagen, dass meine Werkstatt im Keller beheimatet ist. Genau genommen im Heizungskeller. Also die Heizung ist hier auf der rechten Seite eingebaut. Das ist jetzt gerade nicht zu sehen. Da ist ein Ölbrenner und auch ein Warmwassertank. Das hat zur Folge, dass es hier im Winter angenehm warm ist. Also ich brauche hier keine eigene Heizung. Und im Sommer ist es angenehm kühl. Also das ist eigentlich der perfekte Raum. Es ist immer wohltemperiert hier drin. Der einzige Nachteil ist, dass hier im Winter auch die Wäsche aufgehängt wird, wie man hier sehen kann. Hier ist eine Wäscheleine oder Wäscheleinen, sind ja mehrere dran gemacht. Also das ist immer ein bisschen unangenehm, man kann dann halt nichts lackieren, wenn hier gerade die Wäsche trocknet. Aber ja, so ist es eben. Wie man sehen kann, sind die meisten meiner Utensilien hier in diesen Schwerlastregalen untergebracht. Das finde ich ganz praktisch, so ist es leicht zugänglich und ich sehe auch gleich, was ich da habe. Wenn ich mit Schubfächern arbeite, dann vergesse ich immer, was ich habe und finde es dann auch nicht. Und ich finde es allgemein einfach nicht praktisch. So eine offene Anordnung kommt mir da wesentlich mehr entgegen. Wie man sehen kann, ist der Raum hier komplett gefliest, was das Ganze recht pflegeleicht macht. Und damit der Boden nicht komplett mit Farbe vollgespritzt wird, habe ich auch noch 2 Teppiche hier ausgelegt. Ist jetzt für den Modellbauer vielleicht nicht ganz optimal, weil wenn jetzt Teile irgendwie am Boden fallen, hat man oft Schwierigkeiten, das wieder zu finden. Aber da habe ich eigentlich nur selten ein Problem damit, weil mir Teile einfach nicht so leicht runterfallen. Und wenn doch, dann finde ich sie eigentlich immer wieder. Das ist nur eine Frage, was man für eine Taschenlampe benutzt. Braucht man halt eine richtig helle Taschenlampe und gute Augen und dann findet man die Teile normalerweise schon wieder. Interessant ist auch hier mein Drehstuhl. Der ist schon richtig alt. Den benutze ich eigentlich seitdem ich Modellbau mache. Also seit über 20 Jahren. Und da kann man auch sehen, dass ich die schlechte Angewohnheit habe, wenn ich ein bisschen Farbe an den Fingern habe, dass ich das immer gleich am Sitzpolster abwische. Mittlerweile habe ich es mir abgewöhnt, aber von diesem tollen Drehstuhl kann ich mich trotzdem nicht trennen. Meine Werkbank ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Ist einfach nur ein Stahlrohrrahmen mit einem Holzbrett drauf. Ja, dann natürlich die unvermeidliche Arbeitsmatte und daneben Beleuchtung, Airbrush-Kompressor und so weiter. Aber das schauen wir uns jetzt dann im Detail näher an. Jedenfalls bin ich total froh, dass ich hier einen speziellen Arbeitsplatz für dieses Hobby habe. Ich weiß, dass viele ihr Hobby am Küchentisch betreiben und dann immer alles wegräumen müssen und dann auch wieder aufbauen müssen und so weiter und so fort. Das kann sehr frustrierend sein und man verschwendet auch viel Zeit damit mit dem Hin- und Herräumen. Manchmal geht's aber halt nicht anders und man muss sich halt irgendwie arrangieren. Trotzdem, wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann legt euch hier so einen kleinen Arbeitsplatz an, der nur für den Modellbau ist, weil da macht das Ganze einfach noch viel mehr Spaß. Man kommt, setzt sich hin und kann sofort loslegen. Und im Idealfall bedienen sich dann die Mitbewohner auch nicht am Werkzeug.
Gut, dann schauen wir uns mal die ganzen Gerätschaften hier auf der Werkbank an. Wir haben hier zum ersten Mal eine Softbox für die Beleuchtung. Da habe ich 2 dafür, aber es passt hier nur eine rein. Die andere ist sozusagen der Ersatz, sollte die mal den Geist aufgeben. Aber die habe ich auch schon wieder ein paar Jahre und die funktioniert sehr zuverlässig. Dann als nächstes hier von Einhell so eine Art Dremel mit biegsamer Welle. Ist ganz nützlich, da habe ich jetzt gerade einen Fräser eingespannt. Brauche ich nicht so oft, aber ich habe das Gerät auch schon wieder fast 20 Jahre und funktioniert wirklich einwandfrei. Als nächstes kommt der Airbrush-Kompressor. Da habe ich einen bisschen größeren mit 2 Kolben. Hat den Grund, dass der nicht ständig läuft. Also der pumpt seinen Tank auf und dann kann ich auch mal 5 Minuten sprühen, bis er wieder weiterläuft. Und diese kleinen Kompressoren, die laufen halt irgendwie mehr oder weniger ständig. Und das finde ich auf die Dauer, wenn man viel lackiert, ein bisschen nervig. Also das hat jetzt keine wirklichen technischen Gründe, sondern einfach nur Lärmbelästigung, sage ich mal. Der Kompressor ist von Rovi, glaube ich, genauso wie hier diese Double Action Airbrush. Das ist eine ganz billige aus dem Baumarkt für 30 €. Mit der mache ich eigentlich fast alles. Ich habe auch noch bessere Airbrush, da kommen wir später noch drauf, aber die benutze ich nur selten. Hier die billige Airbrush ist eigentlich mein Arbeitspferd, mit der mache ich fast alles, sogar Tarnmuster, also das geht auch ganz gut. Wenn es nicht zu fein ist, ist so eine Airbrush mehr als ausreichend und die habe ich jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre und die macht jetzt noch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie bald den Geist aufgibt. Klar, teures Werkzeug ist schön und funktioniert auch besser und ist vielleicht auch langlebiger. Aber wenn ich halt schaue, 200 € für eine Top-Airbrush oder 30 € für eine billige, für die Arbeiten, die ich ausführe, reicht die billige meistens. Dann findet sich auf der Werkbank natürlich eine Rolle mit Küchenpapier und hier die unvermeidliche Rama-Dose, wo ich meistens das Wasser drin habe zum Pinsel auswaschen. Dann hier ein kleiner Föhn von Siemens zum Farbe trocknen. Hier eine kleine Absaugung von Westfalia. Wenn ich Airbrush, ist es vielleicht nicht optimal, aber besser als nichts. Und dahinter eine Flasche mit Spüli. Dann habe ich hier noch eine kleine LED-Lampe hier mit Lupeneinsatz. Benutze ich allerdings nur selten. Die ist hauptsächlich dafür gedacht, wenn ich mal auswärts irgendwo basteln will. Ich treffe mich ab und zu, außerhalb der Corona-Krise natürlich, mit einigen Modellbaukollegen und setzen wir uns zusammen und bauen eben unsere Modelle. Und da habe ich eben festgestellt, dass so eine kleine Lampe wesentlich leichter zu transportieren ist als hier die große LED-Lampe. Die ist etwas schwer und unhandlich. In dieser kleinen Schachtel rühre ich zum Beispiel Kleber an, 2 Komponentenkleber oder so. Und hier noch eine Schachtel mit Ohrenstäbchen. Meine Pinsel bewahre ich hier in diesen beiden Gläsern auf. Ich weiß, dass es jetzt nicht die optimale Art und Weise ist, um Pinsel zu lagern, aber so mache ich das eben. Die meisten meiner guten Pinsel sind von Da Vinci. Die haben hier so feine Pinsel, aber dann auch so breite, die für die Alterung ganz nützlich sind. Mag ich echt gern, kann man auch bezahlen. Ja, ich habe aber auch so Revell-Pinsel und Pelikan-Pinsel hier mit dabei für die groben Arbeiten. Also bei Pinseln bin ich jetzt nicht so achtsam. Ist halt einfach ein Werkzeug, das benutzt werden will. Im Anschluss daran seht ihr meinen Karton für alles. Da lagere ich einfach Werkzeuge oder auch hier so Plastiktüten, wie es gerade eben kommt, damit es einfach nicht in Bewegung geht. Da sind jetzt hier zum Beispiel so Holzklötze mit dabei, wo man als Figurenhalterung nehmen kann, oder hier eine Zahnbürste, so ein Hammer, auch ganz toll, so ein kleiner Amboss. Ist ganz praktisch, wenn man was beschweren will. Oder hier so Schaschlikspieße, ein kleines Teesieb, Meterstab und so weiter und so fort. Ja, ist so der Platz für alles. Muss man auch manchmal ein bisschen drin rumwühlen, aber ich finde es nicht schlimm. Ich sollte bloß mal den Karton langsamer setzen, der fällt schon auseinander.
Weiter geht's mit den Schwerlastregalen auf der linken Seite der Werkstatt. Hier unten seht ihr einige Marmeladengläser mit Erde, die ich eben für meine Dioramen brauche. Das meiste kommt aus meinem Garten, meistens aus dem Gemüsebeet. Da ist die Erde schön locker und fein. Aber es haben auch einige meiner Modellbaukollegen aus dem Ausland was mitgebracht. Da ist zum Beispiel sehr viel Erde aus Spanien dabei, von diversen Campingplätzen. Auf der nächsten Ebene haben wir dann mehrere Kartons. Im ersten Karton sind alle meine Ölfarbenutensilien drin. Die Ölfarben sind von der 502. Abteilung und zum Verdünnen nehme ich das Feuerzeugbenzin. Im nächsten Karton habe ich so Sachen drin wie Mr. Surfacer oder Microsol und im letzten Karton sind meine Pigmente und Enamel Washes drin. Auf der nächsten Ebene haben wir hier einen Karton mit Schneid- und Bohrwerkzeugen, also da sind Scheren drin, Skalpelle, Bohrer, aber auch ein paar Pinzetten, Seitenschneider, ja, Sägen und so weiter. Dann hier meine Schleifabteilung, ganz unten ist ein Karton mit Schleifpapier, obendrauf habe ich dann Feilen und ja, Schleifstäbchen und so weiter. Dann hier außen ist ein Karton mit Farbsets. Ich habe relativ viele Farbsets von Life Color und Vallejo. Neuerdings auch was von Hataka mit dabei, ja, für die Variation. Die übrigen Farben lagere ich aber woanders. Und hier im Vordergrund ist so ja, die Ablage für die gängigen Dinge, die man so braucht. Hier vorne zum Beispiel mein selbstgemischter Klarlack, dann Airbrush-Reiniger, nochmal ein bisschen Klarlack, Kleber, Kontakter natürlich von Revell, Tamiya Extra Thin, Sekundenkleber und hier noch ein paar Weggläser, wo ich mal ein bisschen zu viel Ölfarbenwash angerührt habe, was ich vielleicht mal noch verwenden kann. Hinten im Eck dann der Molto-Spachtel und noch ein paar Gläser, wo ich noch was anrühren kann. Auf der nächsten Ebene haben wir hier ein paar Kartons mit ja, Restteilen, hebe ich meistens alle auf. Hier in diesem Behälter habe ich Werkzeug für diesen Einhellapparat. Dann habe ich hier einen Schraubstock, Pinselreiniger und ein Köfferchen, wo diverse Klemmen und Schraubzwingen drin sind. Hier beim nächsten Abteil kann man ganz gut sehen, dass ich nach der Haufenmethode arbeite. Ja, ich stapel eigentlich alles so mehr oder weniger lustlos übereinander. Hat aber den Vorteil, dass ich halt leichten Zugriff habe. Hier zum Beispiel in dem Karton habe ich diverses Diorama-Zubehör, genauso wie hier, nur da ist der Unterschied, dass die Teile noch ein bisschen besser beieinander sind. Hier sind halt auch sehr viele so Einzelteile und Reste mit drin. Dann nutze ich immer halt diese alten Bausatzkartons. Hier unten, das ist meine Steinabteilung. Hier habe ich zum Beispiel so Pflastersteine drin in verschiedenen Größen und Formen. Also eigentlich alles, was zum Dioramenbau gehört, ist hier zu finden. Hier drüben habe ich auch noch ein bisschen Sachen ausgelagert vom Dioramenbau, aber eigentlich ist dieser Karton hier vorgesehen für so Zurüstteile, zum Beispiel von Panzerart oder auch Alurohre und so Sachen. Also so ganz konsequent ist es hier nicht. Ich sehe zum Beispiel hier auch wieder Straßenschilder oder so Gehwegplatten, aber eigentlich ist es so für Zubehör gedacht. Hier außen noch mehr Zubehör, zum Beispiel hier so ein Fahrwerkset von AFV Club oder so ein Umbausatz, um so einen schwedischen Panzer zu bauen. Ja, da hinten sind auch ein paar Metallketten von Friul und ein paar Plastikketten von AFV Club. Ja, so ein Antennenset haben wir hier unten noch und mein Tesa-Klebeband, das mag ich sehr gern. Das funktioniert super. In der nächsten Abteilung seht ihr dann alle Restteile, die mit Figuren zu tun haben. Also das sind alles hier Kartons gefüllt mit Restteilen von Figuren eben. Also die kompletten Bausätze, die lagere ich drüben in meinem Depot, aber alles, was irgendwie schon angefangen ist oder wo ich Teile entnommen habe, das stapel ich hier mit rein. Also ihr seht, ich bin da ganz gut versorgt.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Figuren das wohl wären, aber ich denke bestimmt 500 oder 600 1:35er Figuren sind da irgendwie reingestapelt. Da ich ja Figuren nicht selber modellieren kann, bin ich eben auf so einen Fundus stark angewiesen für meine Dioramenprojekte, weil es einfach oft Figuren, die ich brauche, nicht zu kaufen gibt. Und da muss ich mir die dann eben selber zusammenstückeln aus so diversen Restteilen. Weiter unten haben wir dann hier mein Lager mit Balsaholzplatten und hier ein Karton mit getrocknetem Meerschaum und so weiter. Und hier unten Modelliermasse, Mörtel, Handschuhe und noch ein paar Holzplatten. Ja, hier hinten ist auch noch ein kleiner Akkubohrer. Ja, so kleinere Sachen eben, die ich nicht so oft brauche. Als nächstes kommen wir hier zu meinen Farben. Viele von euch haben ja so ein wunderbares Farbregal. Ja, ich habe einen Farbkarton. Das ist hier von Svesta so ein altes Schiff. Und der Karton ist super stabil und praktisch. Und da habe ich meine Revell-Farben hauptsächlich drin. Ich nutze auch andere Farben hier von Live Color und Vallejo, aber wie man sehen kann, das meiste ist Revell. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ich persönlich verspüre einfach nicht den Drang, diese Farbdöschen direkt vor mir zu haben. Wie ihr gesehen habt, ich habe ja vor mir auch ein Fenster, also ich könnte jetzt da auch gar kein großes Regal montieren. Vielleicht ist das auch einfach der Grund, warum ich mir das auch nie angewöhnt habe. Also mir reicht es, wenn die Farben hinter mir stehen. Da brauche ich mich einfach nur rumdrehen und habe hier alles gleich griffbereit. Außerdem muss ich da auch keine große Denkleistung drauf verschwenden, wie ich jetzt die Farben sortiere, weil wenn ich fertig bin, schmeiße ich die einfach rein und gut ist. Im nächsten Fach habe ich dann eine Ablage für angefangene Projekte. Ihr seht hier mein Normandie-Diorama mit dem Haussackleiter oder auch hier das Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg. Hier drüben habe ich ein paar Resinfiguren stehen, die ich für Bausatzbesprechungen mal montiert habe. Also im Prinzip ist das hier eine Ablage für Projekte, die gerade in Arbeit sind. Weiter unten haben wir dann hier meine Holzkleber und hier ein Karton mit Abziehbildern. Da habe ich auch relativ viele angesammelt im Laufe der Jahre. Die sind sogar sortiert, also hier der kleine Karton, das ist alles 1:35 und drunter habe ich dann alle anderen Sachen drin. Hier auch nochmal was Angefangenes von Trumpeter, der SPW 70. Ja, da fehlt es ein bisschen an Figuren, sonst würde ich da gerne mal weitermachen. Und hier außen finde ich ganz cool. Das ist hier mein Behälter für meine Airbrush-Pistolen. Da habe ich hier zum Beispiel eine Evolution und von Iwata eine HPC Plus. Und da sind auch noch diverse Reinigungsbürsten drin, Ersatzdüsen, Ersatznadeln und so weiter. Ein paar Kupplungen. Ja, alles was zum Thema Airbrush gehört, habe ich hier in dieser alten Schachtel drin. In der Etage drunter habe ich dann alles an Grünzeug gelagert, was ich für meine Dioramen brauche. Da sind hauptsächlich hier die Grasbüschel von Mini Natur oder auch die Filigranbüsche von demselben Hersteller. Ja, hier noch von Noch und diversen anderen Herstellern Grasbüschel. Ja, hier unten dann noch diverse Mittelchen zur Wasserdarstellung. Da ist zum Beispiel Vallejo Stillwater dabei oder auch diverse 2-Komponenten-AAC. Im Anschluss an die Schwerlastregale steht dann hier noch so ein kleines Beistelltischchen. Da habe ich dann noch mehr Grünzeug stehen, aber hauptsächlich eben Bäume von verschiedenen Herstellern. Die habe ich hier jetzt so abgedeckt, damit sie nicht einstauben. Ja, stecken hier eine Styroporplatte drin und warten auf den Einsatz. Ich habe aber auch hier so Bäumchen von Noch zum Beispiel, die sind auch ganz schön, wenn man was in 1:72 baut. Ja, also für verschiedene Maßstäbe sind hier Bäume gelagert. Nebendran liegt dann hier von Revell das S100 Boot, ein 1:72, das ich mal vor vielen Jahren angefangen habe. Sollte ich mal weitermachen. Und drunter
ist dann hier ein Stapel mit Bausätzen, die ich demnächst mal in einem Video vorstellen möchte. Ihr seht da unten diverse Panzer IV Bausätze. Das wollte ich über Weihnachten schon machen, aber das wird ein bisschen aufwendiger, weil ich da in einem Video 3 Bausätze miteinander vergleichen möchte und ja, das ist enorm aufwendig. Da muss ich mir, glaube ich, mal eine Woche Urlaub nehmen, um dieses Video zu stemmen. Gegenüber des Schwerlastregals befindet sich dann ein alter Kicker, der hier als Ablage für diverse Modellbauprojekte dient. Ihr seht manche bekannte Sachen, zum Beispiel hier die verlorene Phantom oder hier der T34, da hinten der Crusader und so weiter. Unten drunter hier dann meine Mülltrennung, gelber Sack für Plastikteile, hier kommen leere Kartons rein und der ist für alles Mögliche. Und da mein Handfeger zum Putzen. Direkt neben meiner Werkbank befindet sich dann hier diese kleine Bank. Das ist eigentlich ein Arbeitsplatz von meiner Mutter. Die näht da oder malt da auch. Und wenn sie das gerade nicht benutzt, dann stelle ich da meinen Laptop hin, damit ich eben hier in der Werkstatt auch ein bisschen Unterhaltung habe. Da schaue ich zum Beispiel dann YouTube-Videos von euch an oder ich höre auch sehr gern Musik. Habe hier ein paar Sachen immer liegen. Wahrscheinlich das beste Album aller Zeiten. Ja, Nirvana mag ich auch ganz gern. Led Zeppelin natürlich. Eric Clapton auch. Zucchero, wer kann ohne Zucchero leben? Stones, auch klar. Hier so eine kleine Sammlung von verschiedenen Titeln aus der Zeit des Vietnamkriegs. Auch eine super Musik. Und natürlich dann auch die ganzen Känguru-Sachen. Ja, nur so als kleine Auswahl. Ich lasse auch sehr gerne auf YouTube diverse Dokumentarfilme laufen beim Basteln oder auch etwas ältere Serien, zum Beispiel das Königlich Bayerische Amtsgericht oder Ein Herz und eine Seele. Das sind sehr angenehme Sachen, weil die finde ich enorm unterhaltsam und man braucht auch nicht unbedingt zuschauen. Es reicht eigentlich, wenn man nur zuhört. Ganz spannend sind auch die ganzen Berichte vom Louis Trenker. Da ist auch relativ viel auf YouTube drauf. Ist auch ideal, weil der natürlich sehr tolle Geschichten zu erzählen hatte. Die finde ich auch ganz angenehm. Lasse ich auch oft laufen hier in der Werkstatt. Das ist auch das Laptop, mit dem ich meine Videos editiere und rendere. Das ist mein altes Laptop, was eben hier nur noch in der Werkstatt seinen Dienst tut. Ich habe auch ein neueres Laptop, aber das ist nicht mit der entsprechenden Videosoftware ausgestattet. Zum Editieren meiner Videos benutze ich hauptsächlich den Windows Movie Maker, aber auch das Programm, was ihr hier seht, nämlich das Programm Magix Video Deluxe 2016. Das ist eigentlich auch ganz gut und ergänzt sich recht schön mit dem Windows Movie Maker. Zum Filmen meiner Videos verwende ich von JVC die GC-PX100. Das ist eine sehr schöne Kamera, habe ich jetzt auch schon wieder 5-6 Jahre. Finde ich ganz gut, hat eine gute Qualität und vor allem auch ein Stereo-Mikrofon. Das Stativ für meine Kamera ist von Valimax. Leider eignet sich die Videokamera nicht ganz so gut zum Fotomachen. Da verwende ich dann einfach mein Smartphone. Das ist einfach ein ganz billiges Motorola G5. Macht aber eigentlich ganz annehmbare Fotos, finde ich. Um meine Modelle zu fotografieren, habe ich kein spezielles Fotostudio, sondern ich gehe dann immer raus in den Garten und baue dann aus 2 Klapptischen auf der Werkbank draußen im Garten eben so eine kleine Fotobox auf. Da kommt dann eine Tischdecke drüber, eine blaue. Ja, und dann werden die Sachen eben fotografiert. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Fotozelten. Das sieht immer alles sehr steril aus. Und das Licht ist einfach immer künstlich. Die können noch so oft draufschreiben, dass es eben Tageslichtlampe ist und so weiter. Nichts schlägt einfach das Licht draußen. Das ist vielleicht nicht immer gleich und konstant. Und wenn man eine besondere Kamera hat, die irgendwelche Einstellungen braucht, die immer gleich sind, ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber wenn ich mit dem Smartphone draußen von meinen Modellen tolle Fotos machen kann, dann reicht mir das eigentlich. Und ich denke, ihr seid da ähnlicher Meinung. Die Fotos sind auf jeden Fall mehr als annehmbar. Gut, damit wären wir am Ende der Werkstatttour. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet es auch interessant, wie ich das hier handhab. Es ist auf jeden Fall ein bisschen unordentlicher, wie das bei vielen anderen Modellbauern der Fall ist. Gut, dann ist es jetzt also an mir,
2 neue Kandidaten für die Challenge zu nominieren. Und zwar habe ich mir da den Delan ausgesucht und den Gavin Booth. Also Jungs, zeigt's mal eure Werkstatt her. Falls ihr keine Lust habt oder auch keine Zeit habt, dann ist es auch nicht schlimm. Das ist jetzt nur mal ein Vorschlag. Mich würde es auf jeden Fall brennend interessieren, wie eure Werkstatt gestaltet ist. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.